Ich begrüße Sie herzlich zum Insight zum Thema Klima. Ein Thema, das uns alle seit vielen, vielen Jahren beschäftigt und uns auch in Zukunft weiter beschäftigen wird. Heute bei mir im Studio ist Daniel Fauser. Daniel Fauser hat promoviert im Bereich Sustainable Finance, ist seit vielen Jahren bereits Analyst und Portfolio-Manager und kennt sich im Thema exzellent aus. Daniel, erste Frage zum Thema Klima. Was sind ganz generell die Herausforderungen in diesem doch sehr komplexen, langfristigen Thema, das uns alle beschäftigt? Ja, es gibt wahrscheinlich in der Wissenschaft keinen breiter abgestützten Konsens, also zu keiner Frage in der Wissenschaft einen breiter abgestützten wissenschaftlichen Konsens als zur Klimafrage. Die Verbrennung fossiler Energieträger und die dadurch entstehende höhere Treibhausgaskonzentration in unserer Atmosphäre, die führt zum menschengemachten Klimawandel. Und die Temperaturanomalie, die wir jetzt hier in der Grafik auf der linken Seite unserer ersten Folie sehr schön sehen können, die nimmt seit Jahrzehnten wirklich stetig zu. Wenn wir uns das global anschauen, dann liegen wir heute bei dieser Temperaturanomalie, also der Abweichung der Erdtemperatur vom langfristigen Mittel, bereits bei 1,3 Grad Celsius gegenüber dem Referenzzeitraum von 1951 bis 1980. In einzelnen Regionen oder Ländern wie der Schweiz liegen wir da sogar schon deutlich über 2 Grad Celsius über dem langfristigen Mittel. Die Konsequenzen von dieser Erderwärmung, vom Klimawandel sind ebenfalls bestens bekannt. Nicht nur das Abschmelzen unserer wunderbaren Gletscher in den Alpen oder an den Polkappen ist ein großes Problem. Auch die Biodiversität und die Gesellschaft als solches leidet unter dem Klimawandel. Zum Beispiel durch Extremwetterereignisse wie immer häufiger auftretende Überschwemmungen oder lang anhaltende Hitzeperioden. Wir spüren den Klimawandel persönlich. Es hat wirtschaftliche Effekte und die politischen Diskussionen sind fortlaufend. Sehr konkret nun, was wird heute schon für den Klimaschutz getan? Wo spüren wir Effekte? Und was treibt die Fragestellungen rund um den Klimaschutz an? Ja, neben den Warnungen aus der Wissenschaft, die ich eben beschrieben habe, gibt es natürlich auch positive Zeichen für den Klimaschutz. Zum Beispiel haben Länder, die für 89% der globalen Treibhausgasemissionen verantwortlich sind, bereits ein Netto-Null-Ziel verabschiedet. Diese Länder haben also die Ambition, zumindest die Ambition, ihre CO2-Emissionen bis ins Jahr 2050 auf Netto-Null zu senken. Und diese Ambition ist auch im historischen sogenannten Paris Agreement aus dem Jahr 2015 zum Ausdruck gekommen, als sich führende Wirtschaftsnationen dazu verpflichtet haben, den Temperaturanstieg auf 2 Grad Celsius gegenüber dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen, mit der Ambition, den Temperaturanstieg sogar auf unter 1,5 Grad Celsius zu begrenzen. Die Ambitionen von Staaten sind ja wichtig, teilweise sind dann die Folgeeffekte enttäuschend. Entsprechend ist ja die Wirtschaft ja auch entsprechend von großer Bedeutung. Welche Beobachtungen machst du dabei bei Technologien? Wie verhalten sich die Unternehmen? Was sind die Effekte in der realen Wirtschaft rund um die Frage des Klimaschutzes? Ja, du sprichst es an, Technologien sind wirklich absolut zentral und werden meines Erachtens oft, oder der Effekt der Technologien wird oft unterschätzt. Wenn wir uns zum Beispiel die Solar- und Windenergie anschauen, dann sind diese beiden Formen der Energiegewinnung bereits heute in den allermeisten Regionen der Welt die günstigste Art der Stromerzeugung. Und wenn wir gerade beim Beispiel Solar bleiben, dann sehen wir relativ schnell, dass eine Megawattstunde aus Solarenergie zum Beispiel im Jahr 2009 noch 370 US-Dollar gekostet hat. Heute sind wir da schon deutlich weiter und eine Megawattstunde aus Solarstrom kostet gerade mal noch 50 US-Dollar. Also wirklich ein wahnsinniger Fortschritt. Auf der anderen Seite ist die Energiegewinnung mit fossilen Energieträgern wie Kohle und Gas in den letzten Jahren eher teurer geworden. Und das liegt zum einen an einer Verteuerung der Brennstoffe und an einer Verteuerung oder einer zunehmenden Bepreisung von CO2, von der eben dann die Kohle- und Gasstromerzeugung ebenfalls betroffen ist. Dass Solar- und Windenergie mittlerweile die günstigste Art der Stromerzeugung sind, haben auch große Tech-Konzerne begriffen, wie eine Amazon oder eine Google und auch andere energieintensive Unternehmen, zum Beispiel aus der Schwerindustrie.
Diese Unternehmen sind bereits seit vielen Jahren und insbesondere seit dem Jahr 2018 dabei, langjährige sogenannte Stromabnahmeverträge abzuschließen. Und mit diesen Stromabnahmeverträgen sichern sich die Unternehmen sauberen und vor allem günstigen Strom auf viele Jahre hinaus. Und die Entwickler von diesen Solar- und Windenergieprojekten auf der anderen Seite erhalten über diese Abnahmeverträge eine sehr langfristige Abnahmegarantie zu einem fixen Preis. Und in vielen Fällen ermöglicht das überhaupt erst die Finanzierung und den Bau ihrer Projekte. Ich glaube, das haben wir verstanden. Also Dekarbonisierung läuft letztendlich über eine Elektrifizierung hinweg. Und entsprechend jetzt einen Schritt weiter, was sind dann weitere Investitionsbereiche, die für das Anlagethema Klima und Klimaschutz besonders wichtig sind? Ja, um schlussendlich das Wirtschaftswachstum von den Treibhausgasemissionen zu entkoppeln, sind unseres Erachtens vor allem 4 Investitionsbereiche interessant. Sind zum einen mal sicherlich die erneuerbaren Energien, die ich zum Teil schon angesprochen habe. Hier gehört Solar- und Windenergie dazu, aber auch die Wasserkraft oder die Geothermie. Außerdem gehören dazu auch die Stromnetze, weil die Stromnetze sind absolut zentral, um den sauberen Strom dann von A nach B, also vom Ort der Erzeugung an den Ort des Verbrauchs, zu transportieren. Das zweite Investitionsthema ist das extrem breite Thema Energieeffizienz. Also das umfasst sowohl Hersteller von sehr energieeffizienten Wärmepumpen als auch Hersteller von Materialien zur Gebäudedämmung. Das dritte Thema ist Mobilität. Da zählen wir dazu vor allem die öffentliche Mobilität oder den öffentlichen Verkehr, aber auch die individuelle Mobilität, zum Beispiel über Elektrofahrzeuge oder das Velo. Und das letzte Thema ist dann noch die Ressourceneffizienz und das umfasst unter anderem die verschiedenen Formen der Kreislaufwirtschaft. Also dazu zählen dann zum Beispiel Geschäftsmodelle, die sehr stark auf Vermietung setzen oder auf Recycling. Und auch das hilft am Schluss, CO2-Emissionen einzusparen. Die 4 Themen sind ja in sich recht unterschiedlich von der Ausgestaltung und von den entsprechenden Charakteristiken. Was uns aus Anlagesicht natürlich interessiert, auch hier entlang der 4 Themen, was sind die Wachstumsaussichten? Wo siehst du Chancen und Opportunitäten aus Portfolio-Manager-Perspektive? Also grundsätzlich schätzen wir das Wachstum im Bereich Klima als hoch bis sehr hoch ein. Was heißt das? Wir sprechen hier von Wachstumsraten im hohen einstelligen bis in den zweistelligen Prozentbereich, wobei das Wachstum wirklich von Unternehmen zu Unternehmen sehr stark schwanken kann. Und das sieht man auch hier recht schön auf der Grafik. Das hängt vor allem mit der entsprechenden Technologie des Unternehmens zusammen, aber auch mit den Endmärkten und den Wettbewerbsstrukturen, in denen sich das Unternehmen bewegt. Wachstum ist natürlich gekoppelt auch an der Investitionstätigkeit, die wiederum gekoppelt ist an den Zielen, die man hat in der Zukunft hinsichtlich Dekarbonisierung. Wenn wir jetzt die sauberen Energien oder erneuerbaren Energien herauspicken, was sind oder wie groß sind die Investitions wie groß ist der Investitionsbedarf oder was sind die Größenordnungen hinsichtlich Investitionen im Bereich saubere Energien? Also bei unseren Marktanalysen, da beziehen wir uns grundsätzlich zu einem großen Teil auf die Forschungen und Daten der Internationalen Energieagentur mit Sitz in Paris. Und die Internationale Energieagentur hat in ihrem aktuellsten Bericht geschätzt, dass die Investitionen in saubere Energien ca. 2 Billionen US-Dollar erreichen werden, also 2000 Milliarden US-Dollar. Nur zum Vergleich, das entspricht ca. 2% des globalen Bruttoinlandsprodukts oder in etwa dem Zweifachen der Investitionen in fossile Brennstoffe. Wenn wir gerade mal 5 Jahre zurückgehen ins Jahr 2019, dann hat dieses Verhältnis von Investitionen in saubere Technologien und Investitionen in fossile Brennstoffe noch 1:1 betragen, also 1,1 Billionen in fossile Brennstoffe und 1,2 Billionen in saubere Energien. Also wirklich über die letzten ca. 5 Jahre ein massives Wachstum bei den Investitionen in saubere Energien. Und die Internationale Energieagentur geht im gleichen Bericht davon aus, dass sich die Investitionen in saubere Energien bis ins Jahr 2030, also in den nächsten 6 Jahren, nochmal massiv erhöhen werden auf jährlich über 4 Billionen US-Dollar. Also ungefähr nochmal 2-mal so viel, wie wir heute schon investieren in saubere Energien. Und besonders stark davon profitieren oder betroffen sein sollten die erneuerbaren Energien, dann natürlich die Stromnetze und die Stromspeicherung, die ich auch schon angesprochen hatte, und das
Thema Energieeffizienz. Also genau jene Bereiche, auf die auch wir in unserem Klimafonds ein besonders großes Augenmerk legen. Also Wachstum, attraktive Wachstumsraten, das sind ja schon mal sehr gute Voraussetzungen für einen sagen wir mal, Anlageerfolg, aber vermutlich nicht alleinstehend glücklich machen. Jetzt erklär uns doch bitte den Anlageansatz, der uns dazu führt, vom Wachstum auch erfolgreiche Investitionen zu machen. Also grundsätzlich versuchen wir natürlich Unternehmen zu identifizieren, die einen langfristigen Unternehmenswert über die Zeit deutlich steigern können, überdurchschnittlich stark steigern können. Und das machen wir, indem wir die Unternehmen identifizieren, die über ein überdurchschnittlich starkes Wachstum verfügen, aufgrund eben der Produkte und Dienstleistungen, die sie anbieten zur Lösung der Klimaherausforderungen. Wir sagen dazu auch, die Unternehmen haben einen Sustainable Purpose. Und andererseits durch einen sehr starken Fokus auf die Qualität der Unternehmen. Das heißt, dass die Unternehmen hohe Kapitalrenditen erwirtschaften, Kapitalrenditen über den Kapitalkosten und dass die Unternehmen ein tiefes Verschuldungslevel haben und ein solides Geschäftsmodell und auch einen soliden Management-Leistungsausweis über die letzten Jahre. Über den Anlageprozess hinaus betrachtet, was zeichnet den Klimafonds aus und generell auch die anderen Themenanlagen bei Swisscanto? Also einerseits ist es sicherlich mal der bereits gerade eben angesprochene Anlageansatz, bestehend aus Sustainable Purpose und Qualität, Quality. Dann natürlich der hohe Nachhaltigkeitsgrad unserer Produkte. Dazu gehört der starke Themenbezug oder der starke Fokus auf diese Nachhaltigkeitsherausforderungen, in diesem Fall Klima. Und die Tatsache, dass in allen unseren thematischen Produkten das 2 Grad Pariser Klimaziel implementiert ist. Und zu guter Letzt natürlich noch ein risikobewusstes Portfolio-Management. Das beinhaltet sowohl unsere Nähe zu den Unternehmen und daraus resultierend, dass wir sehr schnell reagieren können auf Veränderungen bei den Unternehmen oder innerhalb ihrer Industrie, aber auch eine aktive Steuerung der Subthemengewichte und eine möglichst breite Diversifizierung über die verschiedenen Geschäftsmodelle hinweg. Du sprichst die aktive Selektion und die aktive Identifikation von Themen an. Worauf achtest du bei der Portfoliokonstruktion? Was sind die Eigenschaften und Charakteristiken deines Klimaportfolios? Also zuerst einmal ist es auf jeden Fall wichtig, dass wir frei sind bei der Industrieallokation. Also wir haben praktisch keine Industrierestriktionen. Das ist wichtig, um das Thema, in diesem Fall Klima, wirklich adäquat abbilden zu können im Fonds. Bei den Regionen auf der anderen Seite sind wir relativ nah am Benchmark. Das heißt, wir wollen keine großen Regionenwetten fahren in unserem Fonds. Und bedingt durch das Thema Klima haben wir auch ein gewisses Übergewicht zu sogenannten kleinen und mittelkapitalisierten Unternehmen. Und schlussendlich, ich hatte es schon mehrfach betont, spielt natürlich die Qualität auch eine größere Rolle und das kommt auch darin zum Ausdruck, dass die Unternehmen in unserem Portfolio natürlich im Durchschnitt über eine höhere Qualität verfügen als die Unternehmen im Benchmark. Zusammenfassend, abschließend, wir haben sehr viel schon mitgenommen vom Klimathema allgemein. Was macht das Fondskonzept aus deiner Sicht? Wir sind davon überzeugt, dass das Thema Klima wirklich über die nächsten Jahre und Jahrzehnte einen attraktiven Wachstumsmarkt darstellt, mit Investitionen, die sich bereits bis ins Jahr 2030 noch mal mehr als verdoppeln müssen, gemäß Internationaler Energieagentur. Und unser starker Fokus auf die Qualität der Unternehmen und die Tatsache, dass die Unternehmen Produkte und Dienstleistungen anbieten, die zur Lösung der Klimaherausforderungen beitragen, sind wir davon überzeugt, dass diese Unternehmen über die Zeit auf überdurchschnittlich stark von einem hohen und profitablen Wachstum profitieren sollten. Und das sollte zum Schluss natürlich auch dann unseren Investoren zugutekommen. Dani, ganz herzlichen Dank für deine Ausführungen zu einem äußerst spannenden und sicherlich langfristig weiterhin von großer Bedeutung vorherrschenden Thema.